Servus, Savadi Knapp und Ei Gute, der Stefan hier. Der Stefan kommt ins Fernsehen. Ja, wann und wo, das erzähle ich euch gleich. Und ob ich mich darüber wirklich freuen kann, das erfahrt ihr auch. Also seid gespannt, es geht los. So, und bevor es losgeht, nochmal ein riesen Dankeschön an Bo und Jörn aus Blönn. Ich habe den Jörn aus Versehen Björn genannt im Untertitel. Jörn, ich hoffe, du kannst mir das nochmal verzeihen. Und ein riesen Dankeschön an dich. Und jetzt lasse ich einen Gast passieren. Ja, ein riesen Dankeschön an dich und an Bo. Und ich fand das ganz toll, dass ihr da vor die Kamera getreten seid. Zweiter Punkt, eine Welle der Entrüstung geht durch die Republik oder reist um die Welt. Stefan zensiert die Kommentare. Das haben einige falsch verstanden. Ich bin erstens froh über jeden Kommentar. Ich bin zweitens froh über jeden, der nicht unbedingt meiner Meinung ist. Wir haben eine Meinungsvielfalt und ich höre mir auch gerne die Meinung anderer Leute an. Und ich freue mich auch, wenn sich da mein Blickwinkel und meine Ansicht der Welt vielleicht ändern kann. Ich bin ja in meinem hohen Alter immer noch lernfähig. Da keine Angst. Die Frage ist bloß, wie verpackt ihr das Ganze? Wenn es nur um Beleidigungen geht, wenn es nur unterhalb der Gürtellinie ist, wenn es nur darauf aus ist, Krawall zu machen, dann ist das raus, dann ist das hier die falsche Plattform und die kriegt ihr hier auch nicht. Wenn ihr euch an die Netiquette haltet, ist das alles kein Problem, da freue ich mich. Ich habe einige zensiert, weil ich mir in meinen ersten Tagen gesagt habe, ich werde jeden Kommentar beantworten. Und da gibt es natürlich positive Kommentare und es gibt negative Kommentare. Man kann auch auf negative Kommentare antworten, aber es gibt Kommentare, die sind so blöd, da fällt einem doch nicht mal eine dumme Antwort ein und dann sind die einfach weg. Inzwischen bekomme ich so viele Kommentare, da komme ich mit dem Lesen kaum nach. Deshalb gibt es für jeden Kommentar, den ich gelesen habe, ein Like oder ein Dislike. Habe ich eigentlich noch gar nicht gegeben. Oder ich ignoriere sie einfach. Nur wenn es halt Richtung Beleidigung geht oder unterhalb der Gürtellinie ist, dann ist das Ding aus. So, das dazu. Dann hat einer meiner Kritiker geschrieben, es heißt nicht Savadi Knapp, es heißt Savadi Knapp. Und da hat er vollkommen recht. Und ich lerne ja noch Thai und das R wird wirklich gesprochen, das wird so ein bisschen gerollt. Und den Wei, den soll ich weglassen, den machen die Thais nicht oder nicht in der Form. Ich mache den schon, weil das gehört zu meinem Markenzeichen dazu. Und wenn ich sage Savadi Knapp und dann ist das nicht für die Thais gedacht, dann ist das für mein Publikum gedacht und dann ist das für die Show gedacht. Und für die, die gerne an meinem Kleidungsstil rummäkeln, für die habe ich heute das passende T-Shirt angezogen. Das ist nämlich auch mein persönlicher Stil, das gehört zu mir und damit müsst ihr leben. Und dann habe ich den dritten Punkt, habe ich noch, der Karl hat mir geschrieben, es gibt keine Triologie. Und da habe ich gestutzt. Und mehr stand da gar nicht drin in dem Text. Und dann habe ich mal im Duden nachgeguckt. Und da habe ich tatsächlich ein neues Wort erfunden. Es gibt tatsächlich keine Triologie. Also, liebe Freunde vom Konrad-Duden-Institut in Mannheim, hört auf meine Worte. Triologie muss unbedingt rein in den Duden. Und bisher steht nur drin Trilogie. Und ich habe mir gesagt, ich mache keine Triologie mehr, ich mache aber auch keine Trilogie, ich mache einfach Miniserien und da ist das Ende offen und da geht es dann auch irgendwann weiter. Ja, dann habe ich noch so ein paar Punkte, da gehe ich auf ein einzelnes Video ein. Und jetzt kommen wir mal zum Kern der Sache. Ja, was ist passiert? Ich komme ins Fernsehen, ich habe darüber schon mal berichtet, ich verlinke hier oben das Video, wer es noch nicht gesehen hat. Und am Montag ist es soweit, Montag, 27. Februar. Im NDR Norddeutscher Rundfunk, drittes Programm, ab 22 Uhr. 45 Minuten heißt diese Reportagenserie, unter der diese Reportage läuft. Das Ganze steht beim NDR auch schon in der Mediathek drin. Also könnt ihr, wenn ihr das Video jetzt gesehen habt, direkt mal auf die Mediathek gehen
und könnt euch das Video anschauen. Ich freue mich nicht unbedingt, also ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich da dabei bin. Also zunächst mal, der Fifi hat mich letzte Woche schon informiert, das Ding kommt im Fernsehen am 27. Februar. Dann hat mich vor ein paar Tagen der Regisseur angeschrieben oder der Reporter und Regisseur, der eben diese Reportage macht, dass das Ganze am 27. am Montag gesendet wird und hat mir auch reingeschrieben, dass er die Szene aus der Bar auf meinen Wunsch weggelassen hat. Ich habe das damals hier in dem Video gesagt, ich möchte die Szene nicht drin haben, weil das war nicht ich bin ja auch kein Bargänger. Die hat er weggelassen. Wolfgang, dafür vielen Dank. Dass ich in dieser Reportage dabei bin, ärgert mich doch so ein bisschen. Ja. Weil der Titel dieser Reportage lautet Die Rückkehr der Sextouristen. Deutsche Männer im Rotlicht von Pattaya. So, und in der Beschreibung: Gogo-Bars, halbseidene Massagesalons und jede Menge Open-Air-Bierbuden mit leicht bekleideten jungen Frauen und dazu amüsierwillige Sextouristen aller Altersklassen. Und das seid ihr. Die Küstenmetropole Pattaya an der Westküste Thailands kehrt zurück zu dem, was hier als Normalität gilt. Ein deutscher Tourist fasst es vor der Kamera so zusammen: Warum wir hier alle hier sind? Hier kriegst du für weniger Geld mehr Sex. Das mag ein junger Deutscher so nicht bestätigen. Das bin ich. Ich suche hier nicht Sex, sondern Liebe, erzählt Stefan und beklagt sich darüber, dass seine zahlreichen Eroberungen am Ende doch immer nur auf sein Geld aus seien. So, das steht in der Beschreibung drin. Es kommt des Weiteren tausende Sexarbeiterinnen und Arbeiter allein in Pattaya mit Baby ohne Unterhalt sitzen gelassen. Doppelmoral bei Sextouristen. Keine Kontrolle von Reiseunternehmen. Spuren Pädokrimineller auch im Rotlichtviertel von Pattaya. Also nicht nur bei der katholischen Kirche, sondern auch hier in Thailand. Das alles kommt in dieser Reportage vor. Ich will jetzt auf diese Reportage selbst gar nicht eingehen. Wie gesagt, sie ist in der Mediathek. NDR, drittes Programm. Montag, 27. Februar, 22 Uhr bis 22:45 Uhr wird sie gesendet. Ich habe sie schon gesehen. Und mehr als dieser Text hier verrate ich jetzt nicht. Schaut es euch selbst an. Wenn ihr es gesehen habt, könnt ihr gerne was in die Kommentare schreiben. Ich werde dazu ein Review machen in der nächsten Woche und werde euch mal erzählen, was ich davon halte. Und bis dahin, tut Gutes, habt Spaß, genießt euer Leben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Stefan.